Kennst du das? Du sprichst mit einem Freund und dieser Freund zuckt plötzlich aus, er ist aggressiv, er ist wütend, er steht auf oder du bist derjenige, der aufsteht und einfach nur noch gehen will. Und du fragst dich, was ist da gerade passiert? Ich nenne es Eskalationsgespräch. Und in diesem Video lernst du, wie du solche Gespräche führst, ohne wütend zu werden und ohne abzuhauen, sondern die Wurzel des Übels erkennst und sie in diesem Gespräch auflöst. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich mit dir über die Eskalationsstufen reden. Ich empfehle dir, das vorige Video anzusehen, wo ich dir das Konzept der Programme erklärt habe, weil dieses Video, das andere ist das Fundament, ja, von diesem Video. Es ist sozusagen die Basis. Wenn du das verstanden hast, dann kannst du dir dieses Video ansehen, weil es ist schlicht und einfach notwendig, das zu verstehen, damit du weißt, wovon wir eigentlich reden. Ja. Deswegen, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, klick hier oben in die Infokarte und schau dir unbedingt das andere Video an und danach klick hierher und dann kannst du mit diesem Video direkt beginnen. Gut, dann starten wir. Also, du möchtest jetzt so ein Eskalationsgespräch führen mit deinem Partner, mit deinem Kind, mit deinen Arbeitskollegen, mit wem auch immer. Dann ist es notwendig, wie du schon weißt vom letzten Video, dass beide das System der Programme kennen und dass sie sich dessen bewusst sind. Und dann, sagen wir mal als Beispiel, du möchtest mit deinem Partner dieses Eskalationsgespräch führen. Dann ist es wichtig, dass du als erstes ein Vorgespräch führst. Das heißt, man setzt sich zusammen und du hast in dir ein Thema und du weißt, du musst es den anderen sagen, weil das ist ein Programm, ein krasses Programm. Dann ist es wichtig, dass man gemeinsam eine Entscheidung trifft und sagt, hey, wir kennen beide dieses System der Programme und wir sind beide uns dessen bewusst, wie das System funktioniert. Und jetzt möchten wir wirklich in die Zone rein im Flugzeug, wo die Passagiere sind und dort ein paar raustun. Ja? Und wenn wir das tun, das wird wehtun, das wird verletzen, das wird negative Emotionen auslösen und das wird uns nicht gut fühlen lassen. Und deswegen müssen wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, ob wir das wirklich wollen. Ja? Und dann trifft man gemeinsam die Entscheidung, dass man wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen, dass man bereit ist, diese Systeme aufzulösen. Ganz wichtig, was ich jetzt schon sagen muss, ist, manche Menschen haben Traumata, sie haben ganz schlimme Vergangenheiten, Misshandlung und so weiter. Dann würde ich solche Gespräche nicht führen, ich würde das dem Therapeuten geben lassen, weil man da was triggern kann, was auslösen kann, was eine tiefe Verletzung ist, ein Trauma ist und so weiter. Und das kann bei manchen Menschen, außer es sind so Kleinigkeiten, krasse Effekte führen, deswegen Vorsicht mit dieser Methode. Ja. Dann holt man sich sozusagen die Einwilligung des anderen, ja. Weil es gibt eben diese zwei Systeme. Das eine ist das System der reinen Liebe, der Bewusstheit. Die Seele will niemanden verletzen, sie würde niemandem was Schlimmes sagen und so weiter und so fort. Aber der Verstand ist halt derjenige, dass diese Programme, die verletzen, die wütend sind, die aggressiv werden und so weiter und so fort. Und der Verstand hat 5 Eskalationsstufen und ich werde gleich zu diesen Eskalationsstufen kommen. Ja. Die erste Stufe der Eskalation ist, dass der Verstand verdrängt. Das heißt, nö. Also das heißt, man sagt den anderen, hey, du hast das und das gesagt oder du hast das und das getan. Und dann sagt der andere, nö, habe ich nicht getan. Ja. Obwohl er es getan hat. Ja. Also entweder er ignoriert es oder er verdrängt es. Das ist so wie ein Storch, der den Kopf unter den Sand reintut und mal wartet. Weil es fühlt sich ja schlecht an. Und deswegen schaue ich nicht hin. Jemand tut da den Kopf raus und realisiert, hey, das Problem ist immer noch da, ich werde immer noch damit konfrontiert, dann tut er den Kopf wieder in den Sand. Und jemand tut da den Kopf raus und denkt sich, okay, jetzt habe ich ein Problem, also ich mit dem Kopf unter dem Sand tun, löse ich mein Problem nicht. Also ich muss jetzt eine andere Methode finden, damit umzugehen. Und das Ego sagt dann, es gibt 3 Systeme, was es danach tut. Und zwar, es geht entweder auf Widerstand, es geht in die Flucht, also es steht auf und sagt, mit dir kann man nicht reden, du bist so oder so und haut dann ab. Ja. Und das dritte ist, ich schlucke es und ich sage nichts. Ich gehe in den Blackout. Ja.
kennen wir alle. Das ist sozusagen die zweite Stufe der Verdrängung, oder des Umganges damit. Wenn das eines von diesen drei durchgelaufen ist, dann kommt die dritte Phase und das ist Projektion. Ja, du brauchst gar nicht so groß reden, weil bei dir war es gestern ja genauso, du bist auch nichts besser und so weiter. Oder es ist eigentlich dein Problem, du spiegelst mir das Ganze nur und so weiter. Oder man fängt dann an zu bewerten oder man geht in den Angriff, man holt sozusagen den Stachel und sticht den anderen zu, damit man den anderen verlässt, damit man sich besser fühlt. Und das ist die dritte Stufe der Eskalation und die führt uns dann in die vierte Stufe. Die vierte Stufe ist emotional schon sehr stark aufgeladen. Durch diese ganzen drei Vorstufen hat man eine Diskussion geführt und schlussendlich führt es in den Streit. Ja, und im Streit ladet man diese Emotion noch mehr auf. Also dieses System ist dann sozusagen das, was emotional stark aufgeladen wird und dann geht es in die fünfte Stufe der Eskalation und das ist Gewalt. Das ist eine emotionale Überaufladung und Versuch einer Energieentladung. Ja? Und dadurch kommt man dann in die sechste Stufe. Das ist die Bildung neuer Muster der Verdrängung durch neue Gründe, weil der so ist, weil der so ist. Und das führt dann wiederum diesen Kreislauf zurück zu Ignoranz, Widerstand und so weiter. Und dann sind wir durchgehend in der Schleife unserer Vergangenheit und unserer Projektion und des Egos gefangen. Ja. So, das waren jetzt so diese fünf in Anführungszeichen 6 Stufen der Eskalation. Und wenn du jetzt mit deinem Partner redest, ja, und dann ist es wichtig, dass man diese Stufen mit ihm gemeinsam nochmal durchgeht. Dass man weiß, hey, wenn ich mit dir das jetzt sage, dann wirst du so reagieren, du wirst zuerst verdrängen, du wirst ignorieren, du kannst schlucken, du wirst in die Flucht gehen, du wirst einen Widerstand haben, danach wirst du anfangen zu projizieren und so weiter. Und dann kommt immer der Moment, wo du aufstehst und dann denkst, du bist gemein, wie kannst du mir sowas sagen und du willst nur noch flüchten. Man wird in diesem Zustand beide ein komisches Gefühl fühlen. Das ist wie wenn du einfach mal so eine Wolke über dich kommt, wie wenn eine Energie da ist, die sich sehr ungut anfühlt und alles vibriert und kribbelt und du bist nervös und du willst das auflösen und das fühlt sich sehr, sehr komisch an. Ja? Und du wirst wissen, okay, das sind jetzt nicht wir. Und dann wirst du merken, wie auf einmal die Programme das Steuer deines Flugzeugs übernommen haben. Und das wirst du fühlen. Ja? Und wichtig ist zu wissen, dass wenn man dieses Eskalationsgespräch führt, dass es nicht sofort beim ersten Mal vermutlich klappen wird, auch bei den ersten, zweiten, dritten Malen nicht. Aber wenn man sich daran gewöhnt, wenn man sich dessen bewusst geworden ist, immer mehr bewusst, dann tut man sich wesentlich leichter, gemeinsam dann solche Gespräche zu führen. So, das heißt, man trifft die Entscheidung, dass man das tun will, dann holt man die Einwilligung des anderen ein. Und dann geht es darum, dass man anfängt, wirklich bewusst diese Panzer zu durchbrechen und diese Zwiebelschalen abzuarbeiten. Das heißt, man wird mit dem Dolch beim anderen zustechen und der andere muss bereit sein, sich stechen zu lassen. Das fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, das tut vielleicht ein bisschen weh, aber im Grunde kommt man später drauf, das ist die Heilung. Ja. Denn nur wenn der Pilz hochgeploppt ist, kann man ihn abschneiden. Ja. Und man merkt es an der emotionalen Stimmung, an der Reaktion des anderen, an der eigenen Reaktion. Und es gibt eben zwei Wege. Ja? Es gibt den Punkt, wo du sagst, okay, mit dir kann ich nicht mehr reden. Das heißt, man kommt zu diesem Punkt, wo es zwei Wege gibt. Der eine Weg ist, du stehst auf und haust ab, ja, oder du projizierst und so weiter, oder du führst dann bewusst ein Streitgespräch, weil du der Machthaber bist und weil du gewinnen willst. Und da gibt es ja verschiedene Modelle, wie du weißt. Und der Schlüssel ist, dass der erste Weg ist eben dieser Weg des Angriffs oder der Flucht und der zweite Weg ist der Weg der Akzeptanz. Das heißt, es gibt eine sogenannte 3%-Formel. Das ist diese 3%. Und in diesem Moment, wo du aufstehst und sagst, mit dir kann man nicht mehr reden, du bist so oder so, in diesem Moment hast du die Option zu gehen, dann wirst du verlieren. Oder wenn du gewinnen möchtest, dann bist du der sitzen bleibt und dann sich mit dieser einen Frage konfrontiert. Und diese Frage lautet, was ist, wenn der andere doch recht hat? Was wäre, wenn das stimmt? Das ist diese 3% Schlüsselfrage. Und dann kommt nämlich der Pilz, dann bist du in dieser Stimmung, dann ist sozusagen dieses Kind, dieses Programm am Steuer und dann wird das Bewusstsein damit konfrontiert, wow, vielleicht stimmt das doch. Und
das Ego will das natürlich nicht wahrhaben und deswegen versucht es, alle möglichen Ausreden zu finden, wie das Ganze funktioniert und wie er damit zurechtkommt. Ähm, und dazu ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Und wenn man das verstanden hat und diese 3%-Formel hat, also sich zustechen lässt und dann nicht und dann diese Emotion fühlt und dann nicht in den Angriff geht, nicht in den Fluchtmodus geht, sondern einfach sich dann die Frage stellt, ja, vielleicht hast du recht. Und sich dann die nächste Frage ist dann, von wo kommt das wohl her? Und dann wirst du sofort merken, wo das entstanden ist. Wo ist der erste Trigger gewesen? Welche Situationen haben dieses Programm genährt, wie ein Wasser, wo du diese Schimmel, dieses Unkraut gegossen hast. Das ist riesengroß geworden. Und dann wirst du es heilen können. Ja. Wichtig ist, Achtung, die Programme versuchen sich im Nachhinein andere Gründe zu suchen, damit das nicht stimmt. Auch wenn du es geheilt hast und dann ist das Thema vorbei, dann kommen die Programme nochmal ganz kurz und sagen so, was ist, wenn der Typ da mich ausgetrickst hat? Was ist, wenn das nicht stimmt? Und dann findet es 1000 andere Begründungen, dass es nicht so ist und damit es wieder Leben bekommt. Das ist das, was du gießt. Ja. Und das ist halt wichtig zu verstehen, wie das funktioniert. Ja. Das ist jetzt die grobe Ausführung der Meditation Academy. In Breakthrough in Chapter 1 gibt es ein eigenes Kapitel mit sehr, sehr vielen Stunden Videomaterial, was Programme sind, wie Programme funktionieren, wie man ganz detailliert solche Art von Gesprächen führt, damit diese Eskalationsgespräche langfristig einfach verschwinden, weil die Trigger, weil der Schimmel einfach weg ist. Ja. Ich hoffe, das hilft dir. Ich habe übrigens seit Jänner, also im Jänner hatte ich dieses Jahr einen schweren Motorradunfall und deswegen waren meine beiden Hände in einen Gips. Und ich konnte monatelang nichts auf YouTube tun, deswegen ist der Algorithmus gekommen, hat meinen Kanal angefangen zu quetschen und deswegen werden Videos nicht mehr so gut gesehen wie damals und deswegen würde ich dich bitten, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, etwas zu verstehen und damit vielleicht zu arbeiten, dann gib mir einfach einen Kommentar oder mehrere Kommentare nur für den Algorithmus, like das Video oder teile es mit deinen Freunden, das würde sehr, sehr vielen Menschen auch helfen. Und du würdest mich sehr, sehr stark unterstützen in meiner Arbeit. Ja. Gut, aber wie gesagt, man könnte jetzt noch stundenlang über das Thema reden, auch über das Eskalationsgespräch, wie man damit noch besser umzugehen hat. Aber es würde, glaube ich, den Rahmen von diesem Video sprengen. Wenn dich das Thema noch mehr interessiert, schreib mir unten noch einen Kommentar, dann werde ich vielleicht mehr Videos dazu produzieren. In dem Sinne freue ich mich schon, dich wieder zu sehen. Jeden Sonntag, Dienstag und Donnerstag um 19 Uhr lade ich wieder ein neues Video online und dann freue ich mich dort, dich zu sehen. Also, bis bald. Tschüss. Wie kann man seine Passion herausfinden? Diese Frage ist ganz einfach zu beantworten. Die Passion ist das, was dir Energie gibt. Es ist das, wo du nicht mehr aufhören kannst. Blicke mit der Lupe in deine Vergangenheit und frage dich, von welcher Tätigkeit wirst du nicht mehr müde? Was kannst du immer und öfter tun? Dann weißt du, was dir Energie gibt. Folge nun dieser Energie, dann wird dich der Flow deiner Passion einholen. Und ja, es gibt Menschen, die das noch nicht gefunden haben. Da wird es an der Zeit, andere Dinge zu tun, sich in neuen Möglichkeiten auszuprobieren. Und genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür.